Konnichiwa. Konnichiwa. Hallo ihr Lieben, ich war ja letztes Jahr für 2 Monate in Japan und ich dachte, ich erzähle euch einfach mal meine persönlichen Highlights bzw. die besten Dinge über Japan und warum man da hingehen sollte. Das erste ist etwas, wo viele nicht so wirklich drüber sprechen und ihr werdet auch nur denken, okay, was ist los? Aber das sind die japanischen Toiletten. Falls ihr die noch nie gesehen habt, das hier sind sie einmal. Die sind wirklich der Wahnsinn. Also man denkt ja, okay, Toiletten, die sind erstens in Japan übrigens so sauber. Hier in Deutschland ist es meistens nicht der Fall. Auch zum Beispiel an Bahnhöfen und sowas. Die Toiletten sind einfach... Ja, und das Geilste bei den japanischen Toiletten ist, erstens, die sind beheizt. Stellt euch vor, ihr seid im Winter unterwegs und ihr müsst auf Klo und dann... Klar, desinfizieren alles und könnt ihr euch hinsetzen und ihr habt einfach eine warme Fläche, wo ihr euch draufsetzt und es ist nicht so kalt und ihr müsst nicht zittern. Das ist wirklich, ihr denkt jetzt so, wow, über was redet die hier so, ne? Aber das ist ein Feeling. Das ist wirklich ein Feeling, das kann ich euch nur sagen. Und sollte es mal nicht so kurz sein, gibt es da auch noch eine Taste, die Musik spielt, also ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, zu viele Informationen, aber das ist einfach, diese Toiletten, die sind mega, mega. Der nächste Punkt, Themencafés. Wenn ihr ein Fan von irgendetwas seid, dann seid ihr in Japan meistens an der richtigen Stelle. Ich zum Beispiel mag Pokémon sehr. Da ist auch ein Pikachu, was man jetzt aber überhaupt nicht erkennen kann. Als zu meinem 24. Geburtstag hat mir eine Freundin ein Besuch von dem Pokémon-Café in Tokio geschenkt und das war so süß. Ich blende euch auch mal hier ein paar Fotos ein. Das Essen war so süß. Alles war einfach nur so cool. Und ja, dann kam auch noch dieses süße Evoli hier. Mein inneres Kind ist einfach nur, schwebte nur in Wolke 7, also wirklich, das war so cool und so, man hat sich wirklich so gefühlt, so als wenn man wieder ein Kind von damals, das noch Pokémon gespielt hat. Ich spiele es immer noch, nur mal so. Aber ja, das war einfach echt so ein tolles Erlebnis und es gibt halt ganz verschiedene Cafés und wenn man jetzt nicht so auf Anime oder sonst irgendwas steht, es gibt halt auch so andere Sachen einfach. Also da gibt es so viele Cafés, die einfach so viele coole Themen haben. Und ja, ihr findet da auch bestimmt irgendetwas, ein Highlight für euch selbst. Wenn wir jetzt schon gerade bei diesem Thema so ein bisschen sind, das Anime-Herz schlägt dort auf jeden Fall höher. Und zwar, ich meine, das wäre findet ihr wirklich alles. Also da sind so viele Stores und die haben so viele Anime-Sachen, die ihr euch da einfach holen könnt. Das ist wirklich unnormal, das könnt ihr euch einfach nicht vorstellen, wenn ihr jetzt irgendwo lebt, wo sowas halt überhaupt, das gibt es in den Stores ja meistens überhaupt nicht und dort findet ihr das einfach so tonnenweise und für jeden ist da irgendwas. Ich habe mir da auch von Chihiro, beziehungsweise von Laputa habe ich mir hier das hier einmal geholt und an einem anderen Ort habe ich mir das auch noch von Chihiros Reise ins Zauberland geholt. Also ihr findet da so viele Sachen von Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, alles. Essen, also das ist jetzt auch so ein wichtiges Thema. Da ist so eine Vielfalt in Japan hier. Jeder kommt eigentlich auf seinen Genuss. Klar, wenn ihr jetzt so irgendwie so Fisch oder sowas nicht mögt oder nicht so ein Reisfan seid, da gibt es auch so viele Sachen mit Nudeln oder wenn ihr so McDonald's und sowas mögt. Wir waren da auch sehr oft. Ja, das gibt es halt dort auch und ja, das Essen ist dort auch recht günstig. Zum Beispiel wir waren mega Fans von Yoshinoya. Wie konnte ich den Namen gerade vergessen? Genau, also wir waren die mega Fans von Yoshinoya, sind da auch so oft hingegangen und das ist einfach so günstig und ihr kriegt dann auch Lachs und
andere Sachen einfach als Beilage so viel günstiger, als wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland in ein Restaurant geht. Und was ich auch mega cool fand, ich bin dort auch mal alleine ins Restaurant gegangen, um es einfach mal so auszuprobieren, weil hier mache ich das nicht wirklich. Aber ich bin generell nicht so ein Restaurantgänger. Und keiner beachtet einen. Das ist einfach so normal, dort in ein Restaurant zu gehen und alleine zu essen. Kein Mensch hat mich angestarrt oder sonst irgendwas und ich fand das einfach mega cool, hab dort gegessen. Plus, man muss in Japan kein Trinkgeld zahlen. Das ist auch noch so etwas, wenn man gerade auf Reisen ist und man halt auf sein Geld auch achten muss, ist das super, super wichtig und einfach nur erlösend, weil bei denen ist halt Service etwas, was normal ist und wofür man nicht extra sozusagen bezahlen muss, sondern das ist für die halt vorgegeben, sozusagen einen guten Service zu leisten und ja, das hat dem Geldbeutel auf jeden Fall gut getan. Und jetzt zu einer der Hauptpunkte. Die Menschen und die Freundlichkeit der Menschen, das habe ich in keinem Land bisher erlebt. Das ist, beziehungsweise in Myanmar noch, aber das ist so extrem. Also du wirst immer begrüßt. Also die sind wirklich auch so nett, die sind auch hilfsbereit, wenn die dir nicht helfen können, versuchen sie es trotzdem irgendwie. Und also darüber kann man gar nicht so viel sagen, weil ihr müsst wirklich einmal selber dort gewesen sein, um das einfach mal zu spüren. Weil die sind wirklich so freundlich und so lieb, die Menschen. Ein Bauarbeiter einfach an der Straße sagt auch einfach Konnichiwa, begrüßt einen einfach so, obwohl man einfach nur da vorbeiläuft, ne? Also ich weiß nicht, das ist so, die sind so höflich, kein Gedränge, wenn eine Bahn kommt und man reingehen will, ne, die sind alle aufgereiht. Das ist wirklich so ein Feeling gewesen und man fühlt sich da direkt so willkommen. Das ist echt schön gewesen. Und dann auch noch, klar, Japan. Da findet ihr alles, so von der Großstadt bis zu so ländlichen Teilen. Es ist einfach echt, auch innerhalb von Tokio und der Umgebung, ihr müsst meistens nur eine Stunde ein bisschen weiter wegfahren und dann findet ihr ein ganz anderes Szenario. Und ja, also wir haben so viele schöne Orte finden können. Ich kann euch auch einfach mal hier ein paar Fotos einblenden. Also in Japan könnt ihr so viel erkunden und so viele schöne Dinge erleben. Genau, ich hoffe jetzt mit dem Video konnte ich euch Japan ein bisschen schmackhafter machen. Und vielleicht wollt ihr ja auch mal dorthin. Ich will definitiv irgendwann, wenn es klappt, nochmal dorthin fliegen. Und ja, genau. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, wir sehen uns in meinem nächsten Video.